Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Und zuallererst muss ich erstmal sagen, vielen Dank an euch alle. Und zwar wurden die 7000 Abonnenten geknackt und das sogar ganz schön übertroffen. Gerade wo ich das Video aufmache, sind es glaube ich 7040 und ein paar zerquetschte. Also vielen Dank an euch alle. Damit haben wir auf jeden Fall das 7000er Ziel für dieses Jahr erreicht. Nächste Ziel ist natürlich die 8000, die 9000 und die 10.000. Mal schauen, wie lange es da dauert. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die 7000. Heute werden wir eine Sache angehen, die schon öfters angesprochen wurde und immer wieder verschoben wurde. Und zwar geht es um diese Lücke in der Felswand. Habe ich ewig von mir hergeschoben. Dachte, heute ist mal ein guter Tag, das endlich mal zu machen, weil es eben ein, ja, man kann sagen, ein Schandfleck hier in der Gesamtansicht hier vorne ist, weil hier einfach ein Stück fehlt. Wurde oft angesprochen, werden wir heute endlich angehen. Das heißt, wir werden diese Lücke hier schließen, müssen dann schauen, dass wir das hier einen nahtlosen Anschluss machen an dieses Modul. Hier drüben ist es nicht so schwierig, an dieses Modul anzuschließen. Das hier ist ein großes Modul mit 4 32er Platten. Und hier sind es, glaube ich, ja, ich muss mal schauen, ob das ein Modul ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das schaue ich gleich nochmal nach. Ansonsten möchte ich euch noch zeigen, was per Post gekommen ist. Erstmal eine ganz lustige Sache, und zwar das hier. Also noch viel mehr per Post gekommen, aber das ist alles nicht so wichtig. Das hier ist für die U-Bahn-Sets, das sind, glaube ich, ja, ich weiß nicht, 20 oder 30 von dieser Hidden Side-Figur, die mal in einem der Lego-Magazine war. Ich frage mich auch, was sich derjenige bedenkt, wenn ich das hier bestelle. Aber ja, es ist für die Sets, die hoffentlich bald fertig sind und dann zu euch kommen. Es ist leider so, dass einige Pakete noch unterwegs sind. Wird natürlich auch daran liegen, dass nämlich momentan sehr viel Post unterwegs ist, allein wegen Weihnachten. Aber es ist alles in Arbeit. Und was auch gekommen ist, ist dieses Paket, in dem vor allem das hier drin ist. Das sind 156 von diesen Rahmen in Weiß für Fenster bzw. für Türen. Und ihr könnt euch denken, wofür das Ganze ist, und zwar für den weiteren Bau im Bahnhof. Ich habe letztens hier die dunklen reingenommen, anstatt die weißen. Oh, habe ich die weißen genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Graue da drin lassen möchte. Das werde ich jetzt nicht in diesem Video ändern. Aber ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, ob wir da nicht auch auf Weiß umstellen sollen. Wir haben hier drüben alles in Weiß. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ist ein großer Teil natürlich auch dafür, um da drüben mit der Spiegelung zu beginnen. Das wird in den nächsten Videos auch kommen. Und ansonsten würde ich sagen, reden jetzt nicht mehr weiter, sondern gehen hier vorne in den Felsbau. Und ja, wir schauen gleich mal, wie die ersten Schritte sich vorangebracht haben, das Ganze hier. So, wie ihr sehen könnt, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe als allererstes erstmal hier dieses klaffende Loch an sich geschlossen mit ein paar Plates und ein paar Stützen unten drunter. Da schauen wir uns mal anschauen, wie das Ganze unten drunter aussieht. Und ich habe auch schon angefangen, hier vorne die Felswand weiter nach oben zu ziehen. Also alles, was hier drüben über der Höhe ist, ein bisschen sogar niedriger war es, ist jetzt hier schon neu. Ich versuche mich ein bisschen daran zu orientieren. Dadurch, dass der Tisch ein bisschen schief steht, ist das hier ein bisschen miteinander verzogen. Müsste eigentlich so stehen. Wird natürlich alles besser, wenn wir dann ins neue Layout ziehen, wenn die Tische dann stabiler sind. Aber das ist auf jeden Fall okay so. Ich versuche jetzt weiterhin diesen Knick hier irgendwie zu modellieren. Ist immer ein bisschen nervig, das nicht ganz eckig wirken zu lassen. Aber ich glaube, momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Und die Idee ist jetzt einfach, dass wir diesen Felsen jetzt hier so weiter modellieren, hier langsam runtergehen lassen. Und dann hier auf die Höhe kommen, dass wir hier ungefähr abschließen können mit dem Teil. Ich habe nochmal nachgeschaut, das hier ist ein Modul. Also ich muss jetzt hier oben überhaupt nicht aufpassen, wie ich baue, solange ich nicht herüber auf die Platte baue, das werde ich aber eh nicht machen. Und dann können wir das hier alles schön abschließen heute, denke ich. Ein weiterer Cut und weiterer Fortschritt, wie ihr sehen könnt. Inzwischen ist hier alles geschlossen. Ich habe jetzt hier grob die Position bzw. den Verlauf des restlichen Felsens markiert. Und den Teil hier, der ist komplett neu, der ist auch schon komplett abgeschlossen. Und der ist also natürlich nicht so hoch, denn ganz wichtig ist, der Felsen hier ist hier relativ hoch, soll hier aber relativ schnell wieder absinken, denn diese Sichtachse hier durch später wird die ja sich ein bisschen ändern, weil hier kommt ja unser Häuserblock hin, an dem wir noch arbeiten. Der steht übrigens gerade da unten, da könnt ihr ihn sehen. Der kommt ja dann hier hin im neuen Layout, das heißt, das hier kommt ja komplett raus, wird dann 2 Platten länger, das heißt, hier kommt noch ein bisschen was rein. Aber die Sichtachse wird trotzdem hier bleiben, dass wir von hier vorne, auch wenn hier das Wasser noch eine Platte nach vorne kommen wird, werden wir hier diese Sichtachse auf den Eingang des Bahnhofs behalten. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir hier den nicht zubauen, auch nicht mit Bäumen oder so weiter. Den möchte ich auf jeden Fall behalten, weil die Sicht hier gefällt mir wirklich sehr gut.
Wenn man noch bedenkt, dass dann das Bahnhofsgebäude fertig ist und dann hier die Abstand zwischen Mauer und Gebäude noch ein bisschen größer mit dem neuen Layout, dann ist das, glaube ich, eine ganz schöne Sicht von hier vorne Richtung Bahnhof über den Busbahnhof hinweg. Und ja, das muss auf jeden Fall beachtet werden, dass hier der Fels nicht so hoch wird. Das heißt, der restliche Arbeitsschritt ist relativ einfach, denke ich, in Anführungsstrichen. Es dauert natürlich wieder ein bisschen Zeit, frisst Steine, aber wir werden jetzt hier langsam hier so runtergehen, dass es hier noch eine kleine Mulde gibt und dann hier hochgehen. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall in Ordnung so. Ich habe es geschafft und zwar ist der Übergang komplett fertig. Das ganze Areal hier vorne ist fertig. Ich habe noch 2 Möwen dazugestellt. Die kamen ja noch aus dem Paket, das mir vor einigen Wochen der liebe Patrick zugeschickt hat. Also hier sind 2 von deinen Möwen. Und hier ist ja noch die andere, die ist da schon länger. Weitere Tiere folgen natürlich nach und nach aus deinem tollen Tierpaket. Aber jetzt erst nochmal zurück zur Felswand. Ich habe jetzt hinten die auch so weit runtergezogen. Den Bereich da hinten machen wir heute nicht, weil das hier vorne hat schon lange genug gedauert, auch genug Steine gefressen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit, dass es halt einfach endlich fertig ist und dieser kleine Schandfleck weg ist. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen runtergehen und dann nicht mehr die Lücke da hinten sehen, weil die Felswand davor ist, dann muss man sagen, es ist doch ein schöner Blick hier hoch, oder? Ja, das würde ich sagen, war es dann sozusagen für heute. Ich weiß noch nicht, ob wir da jetzt nächstes Mal schon weitermachen. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen, wie das sich ein bisschen verschieben wird, wenn wir ins neue Layout wechseln. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir rüberziehen, dann irgendwann, dass wir ja jetzt nicht irgendwas großartig abbauen. Es wird sich ein bisschen was verschieben, es wird ein paar Lücken dazugeben. Die größte Veränderung wird einfach sein, dass, wie gesagt, dieser Häuserblock komplett rauskommt und dafür der neue, an dem wir arbeiten, reinkommt. Und auch, dass da vorne mehr Platz sein wird zwischen Bahnhof und Stadtmauer. Ich überlege nämlich gerade auch, das Ganze noch eine halbe Plate nach links zu verschieben, wobei wir dann das Problem kriegen, dass mein Sichtfeld hier nicht mehr funktioniert, weil wenn wir dann darüber rutschen, sind wir ungefähr da. Müssen wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall nicht die Felswand hier auseinanderreißen und Lücken füllen. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Aber ich verquatsche mich jetzt gerade schon wieder. Ich gehe mal kurz ein bisschen höher. Dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt von hier vorne an. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall nochmal einen riesen Unterschied gemacht, dass die Lücke jetzt endlich geschlossen ist. Wenn das dann auch noch geschlossen ist, irgendwann demnächst der Häuserblock, dann haben wir hier wirklich einiges geschafft. Und wie gesagt, die Hütte von Thor, die muss auch endlich mal fertig werden, mit uns gebaut werden. Da bin ich gerade noch dabei, einen digitalen Entwurf zu machen. Den zeige ich euch vielleicht auch demnächst, um mal ein bisschen eure Meinung dazu zu haben. Weil das ist halt eine Sache, die fehlt hier vorne einfach noch, um das hier zu komplettieren. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, vielen Dank für die 7.000 Abonnenten. Wir nähern auch auf Instagram den 2.000 Abonnenten. Also da auch vielen, vielen Dank. Könnt ihr gerne mal unten reinschauen und auf den Link klicken. Da gibt es auch mal ein paar Bilder, die es jetzt nicht unbedingt in Videos zu sehen gibt. Auch ein paar Blicke hinter die Kulissen. Und ansonsten sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank an alle meine Kanalmitglieder, die das Ganze hier auch finanziell unterstützen. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund. Viel Spaß beim selberbauen natürlich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Brookworld und sage ich nur noch Tschüss.